River Fighters, das Turnier, was ausschließlich am Fluss stattfindet. Knowledge is power, and the Element Sonar GPS series from Raymarine gives you the upper hand when hunting for fish and their habitat. Down vision, side vision, and real vision 3D views are delivered in rich 1.2 MHz hypervision chirp sonar with amazing lifelike clarity. All this capability comes from Element's compact hypervision all-in-one transducer. Fish smarter, above and below the waterline with Element from Raymarine. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den River Fighters 2021 in der Winteredition. Wir wollen dieses Jahr einen draufsetzen und haben uns entschieden, diesmal 7 Teams gegeneinander antreten zu lassen. Wir denken, das kann den ein oder anderen Nerven strapazieren unter den Teams. Kommen wir auch direkt zum Regelwerk. Pro Tag werden dreimaßige Zander, 42 cm und größer, einmaßiger Barsch, 22 cm und größer, in die Wertung gegeben. Der Hecht geht aus der Wertung, da wir Schonzeit haben, auch wenn wir ihn noch beangeln dürfen. Hat man all diese Fische zusammen, bekommt man einen Punkt. Heißt, wenn jedes Team sein Kontingent voll hat, bekommt es einen Punkt, den Full Card Point. Es gibt einen Punkt für den größten Einzelfisch des Tages, den Big Fish Punkt. Heißt, längster Zander oder längster Barsch, der am Tag unter allen Teams gefangen wurde. Der Erhalt des Big Fish Points ist nicht abhängig, ob das Kontingent erfüllt ist oder nicht. Auch ohne volles Kontingent kann man Punkte bei der längsten Fischart verdienen. Jedes Team kann pro Tag auch nur maximal 4 Punkte verdienen. Einmal den Full Card Point, einmal den Punkt für die 3 längsten Zander, einen Punkt für den längsten Barsch sowie einen Punkt für den längsten Wertungsfisch des Tages. Bei Punktegleichstand am Ende der 3 Tage werden zwischen den Teams alle Wertungsfische zusammengerechnet, die am Ende jeden Tages auf dem Scoreboard stehen. Das Team mit den meisten Zentimetern gewinnt den Punkt. Alle Fische müssen auch mit Kunstköder gefangen werden, denn es herrscht absolutes Naturköderverbot. Und somit kommen wir auch direkt zu den Teams. Für das Team Fox Rage tritt an Stefanie Blumhoff und Jan Schofs. Bei Team Quantum geht Jonas Töllner und Jet van de Plug ins Rennen. Team Hearty Rice mit Julia Patzak und Sven Patzak. Team Westin mit André Schmidt und Philipp Teichert. Für das Team Riverfighters.de gehen an den Start Timo Seufert und John Shorts. Bei Team Raymarine tritt an Sebastian Popp und Kevin Arndt. Und Team Lure Junks Bootsport Gräf mit Christopher Gräf und Philipp Spitzer. Soweit so gut. Wir hoffen auf eine fischreiche und spannende erste Staffel der River Fighters 2021. Lasset die Spiele beginnen. Herzlich willkommen zur Episode 3. Die 7 Teams hatten es an Tag 1 nicht leicht gehabt mit den Wetterbedingungen. Dennoch konnten alle Teams Fische fangen. Es wurde ihnen wirklich nicht leicht gemacht. Wellen, die ins Boot schwappten, keine Köderkontrolle durch den harten Wind und. Die Teams hatten jetzt eine Nacht Zeit, sich eine neue Strategie auszudenken. Denn es sieht so aus, dass das Wetter an Tag 2 nicht besser werden wird. Schauen wir mal kurz aufs Scoreboard. Alle Fische werden auf 0 gesetzt. Neuer Tag, neue Punkte. An Tag 1 konnte Team Fox einen Punkt für die Full Card mitnehmen. Quantum konnte leider keinen Punkt mitnehmen. Und dazu kommt noch deren Motorausfall, der ihnen leider einen Strich durch die Rechnung macht. Und somit können sie an Tag 2 leider nicht mitfischen. Team Hearty Rice konnte sich einen Punkt safen für den größten Barsch. Team Westin hat aus Tag 1 2 Punkte mitgenommen. Den Punkt für den größten Barsch, den sie sich mit Team Hearty Rice teilen. Und den Full Card Point. Team River Fighters hat sich einen Punkt mit der Full Card gesichert. Und Team Raymarine hat voll zugeschlagen mit 3 Punkten für Tag 1. Ein Punkt für den Big Fish, einen für die Full Card und einen für die größte Gesamtlänge der gefangenen Zander. Team Lure Junks, Bootsport Gräf, hat sich ebenfalls einen Punkt für die Full Card gesichert. So, genug erzählt, wie die Teams sich nun vorbereitet haben, ob sie neue Strategien haben und ob sie überhaupt Fische fangen können.
seht ihr alles in dieser Episode der River Fighters 2021 in der Winteredition. Viel Spaß! Jungs und Mädels, Episode 3, River Fighters 2021. Ja, auf geht's. Auf geht's. Ja. Wetter soll beschissener werden. Ja, heute Ne? Regen und noch ein bisschen mehr Wind wie gestern. Aber Aber wir sind motiviert, wir oder? sind motiviert. Ja. Total ausgeschlafen und motiviert. Ja, packen wir es an, oder? Ja, Let's was go. an. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier montieren wir jetzt gerade mal die Geberstange. kaiseredelstahl.de, glaube ich, heißt die Seite. Der Waldemar macht super Arbeit, kann ich euch nur empfehlen. Aber wir haben ja jetzt Tag 2 der River Fighters 2021, Episode 3. Heute ist Sturm und Regen angesagt. Es wird hart, Leute. Es wird richtig hart. Und Raymarine hat gestern richtig vorgelegt. Westin auch. Und dem müssen wir jetzt das Leben schwer machen. Aber sowas von schwer machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das werden wir auch, hoffentlich. Guten Morgen, zweiter Tag River Fighters, dritte Episode. Wir sind wieder auf dem Wasser, wieder an unserer Zanderstelle. Wie lange ist jedoch fraglich, der Wind nimmt zu, wir werden Windstärke 7 bis 8 kriegen. Aktuell geht's noch, aber auch nur gerade so. Der Kameramann muss sein Gewicht nach vorne verlagern, dass der E-Motor dauerhaft im Wasser bleibt. Und wir versuchen, kontrolliert zu jiggen. Gestern ging der Plan auf, wir gucken, wie lange es heute funktioniert. Ihr seht es auf jeden Fall an den Wellenbewegungen, es wird sehr, sehr schwer werden. Wir werden uns dann weiter nach oben verziehen und gucken einfach, wie das Wetter sich entwickelt. Eine schlechte Nachricht gab es gestern, der Motor von Team Quantum ist ausgefallen. Das tut uns auf jeden Fall echt leid, es ist immer scheiße, das muss man einfach mal so sagen, wenn sowas passiert. Und dann noch in einem Turnier, also es ist schon blöd, wenn das einfach so passiert und dann am ersten Tag des Turniers ist es einfach doppelt mies. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass es heute zu beheben ist und ihr morgen wieder am Start seid. Ansonsten, André, let's go. Let's go. Drückt uns die Daumen, Jungs und Mädels. Guten Morgen. Moin. Herzlich willkommen zur dritten Episode der River Fighters Winter Edition 2021. Ja, und wir starten mit 3 Punkten. Ja. Wir haben 3 Punkte, Westin hat 2 Punkte. Direkter Verfolger, die anderen Teams, die meisten zumindest, haben 1 Punkt. Und unser Ziel ist heute, die Punkte noch mal ein bisschen auszuweiten. Wir wollen definitiv die Full Card wieder schnellstmöglich voll machen, dass wir den restlichen Tag Zeit haben, größere Fische zu suchen, die auch auf Schluss haben. Alles ergibt sich dann nachher. Und eigentlich wollten wir die Wale heute fischen. Genau. Ist aber sehr windig. Wir haben bis zu 50 km/h Böen. Der Abschnitt, wo wir gestern auch schon gefischt haben, der ist, wie man sieht, relativ verschont von den ganzen Windböen. Sieht man bei den anderen Teams. Und ja, ich glaube, wir haben die richtige Wahl heute wieder getroffen und geben jetzt Gas. Petri, Junge. Petri. Ja, wir sind wieder an unseren Spot angekommen, wo wir gestern die Barsche gefangen haben. Ja, ich knote noch schnell mein Vorfach zu Ende und dann geht's los. Julia ist top vorbereitet. Wir haben jetzt 7 Uhr, wir legen los. Wir sind dort, wo wir gestern waren. Wir versuchen uns jetzt hier ganz schnell vielleicht einen Zander zu ziehen. Und dann geht es vorne an den Barschspot. Und dann hoffentlich wieder ein schneller Barsch und dann die 3 Zander, damit wir auf jeden Fall schon mal die Full Card haben. ein schneller Barsch und unser Angeltag ist am Ende wieder im Arsch. Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Neben unserer Taktik bleiben auch auf jeden Fall unsere Köder dieselben.
Bei André ist es wieder 12 cm Shetties, also die bauchige Version, die sehr, sehr flankt. In unserer neuen Farbe Sparkling Chartreuse. Da sehen wir sie. Und bei mir ist es wieder der 13er Hypotees in Dirty Harbor. Der hat sich im Training als Bank herausgestellt und hat auch gestern bei mir den 44er Barsch und den größten Zander von uns, den 57er Zander gebracht. Dirty Harbor ist schon immer ein Klassiker auf Zander und im Training hat sich halt der Hypotees als wirklich guter Zanderköder herausgestellt. Gestern hat er mir noch den schönen Barsch gebracht und deswegen gibt es für mich keinen Grund, die Köder umzustellen. Bei André genauso, wir wissen, die Köder funktionieren und es ist hier eben einfach so, dass die Zander irgendwann kommen. Wir hatten das gestern gesehen, wir hatten 2 Fische gleichzeitig im Kescher. Der Trupp kommt vorbei, dann muss man sich die Jungs rauspflücken und dann ja, sind sie wieder weg. Dann muss man warten, bis der nächste Trupp kommt und genauso ist unsere Taktik auch heute. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass der Trupp heute etwas eher vorbeikommt, denn ich muss schon sagen, das hat gestern echt ein bisschen an unseren Nerven gezerrt, dass wir einfach das letzte Team waren, was noch keinen einzigen Fisch hatte. Wir hatten noch nicht mal einen Biss. Da hatte Raymarine schon die Fullcard. Also das hat uns ganz schön zu schaffen gemacht. Aber ja, am Ende standen wir mit 2 Punkten gut da. Also wir können uns da wirklich nicht beklagen. Und jetzt schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt jeder 5 Würfe gemacht. Gestern hatten wir die ersten 2 Stunden keinen Kontakt und dann kamen die Fische. Also von daher alles ruhig, alles wie gestern. Und wir gucken einfach mal, wann der erste Fisch kommt. Wir sind am ersten Spot angekommen. Gut durchgekommen. Erster Wurf. Erster Wurf. Erster Fisch. Hoffen wir doch. Auf geht's. Richtig guter Fisch. Barsch? Ich denke schon, wenn das ein Barsch ist, dann ist es ein Trümmer. Richtig schwer. Auf der neuen Profos. 42 Gramm. Oh Gott. Und ich habe auch nicht gefrühstückt. Barsch. Definitiv Barsch. Yes, baby! Ja, Mann! Das ist ein Karpfen, Mann. Das ist ein Filter rein, das ist ein Karpfen. Oh. Leute, das ist ein Trümmer. Ich zeige ihn euch. Das ist ein Profi. Leg ihn drauf. Wir haben ihn noch nicht gemessen. Tag der Wahl. Hier auf dem CT-Shed, Collector-Shed. Hammer! So. Oh. Was war das? Ah! Yeah! Also wir messen... 51! Warte. Na, 51 und ein bisschen... Na, 51 hat er. Lass ihn gut sein. Warte. Liegt er? Ja. Oh. Wir können direkt abhauen hier. Ja. Und das noch mit kaputter Schwanzflosse. Das Geilste. Barsch PB, mein PB lag bei 47, wie ihr gehört habt. Ultra Hammer. Hammertier. Hammer. Wenn der eine gerade Schwanzflosse hätte, wäre das ein 52, 53er. Julia von Team Hearty Rice hat den Rekord mal wieder gebrochen. Satte 51 cm bringt dieser Barsch aufs Scoreboard. Wahnsinn, der größte je gefangene Barsch aus allen Staffeln der River Fighters Turniere. Damit haben sie direkt 2 Punkte auf dem Board. Einen für den Big Fish Point und einen für den größten Barsch. So, dieses Ding darf zurück. Hammer. Carp Time.
Das Problem ist bei dem Wind, in den Wind reinjiggen und einer vertikal ist gar nicht so leicht, ne? Ne, das stimmt. Wir haben gerade so ein Hoch voller Motivation und Freude. Auch ich habe einen Hoch, um euch was mitzuteilen. Junge, wenn du schon so kommst, dann wird's was Böses. Der mag uns auch. Team Raymarine 50er Barsch. Nein, Ich sag immer noch 50, Team Hardy ich Rice, brauch doch ja. kein 50er Barsch. Team Hardy Rice. Ja. Mit einem 51er Barsch. Boah! Scheiße. Ganz großes Petri. Respekt. Ja, okay, die Nummer ist durch. Okay, wir brauchen heute nur noch. Ja, wobei, man weiß ja, Ja, nie. klar. Ja, zack, Lucky Punch, 52er Barsch, aber 51er. Ey. Ach, du Im Turnier, Scheiße, Freunde, ist der größte. Das Der ist- größte Barsch des bisherigen Ja, Warfighters. der größte Barsch ist Turnier. Ganz Also, dickes Petri dazu. Ich verneige mich wieder vor Julia und ihrem Freund. Aber wenn es Stark, Julia war, verneige ich mich noch. Stark. Boah, fuck, Alter, ein 51er. Dann fangen wir jetzt einfach einen 52er. Boah, Alter. Oder auch einen 51er. Das reicht ja zum Punktgleichstand. Ja, ja. Ich gewinne auch morgen im Lotto. Fangmeldung? Nein. Ja, aber schnell. Team Hurty Rice. Barsch. Barsch? Nein. Wie groß? Schon wieder Barsch? Barsch? Schätze mal. 50. 51. Nein. Boah, was ein Trümmer. Der Drops gelutscht mit dem Barsch. Krass. Schon Riesen Petri, ey. Ja, Petri. Geil. Das ist auf jeden Fall eine gute Schlagzahl, die vorgehen. Ne? 51er Barsch, erster Fisch. Ist das schon 48, ne? Ich mal. Die können jetzt den ganzen Tag entspannt auf große Zander fischen. Den ganzen Tag. Ja. Krass. Hammer. Jungs, der erste Fisch ist auch schon reingekommen. Okay, guck, wir sind spät dran, war klar. Wer hat ihn gefangen? Hardy Rice, Oh, die waren die ersten, die hier draußen waren. direkt ein richtiger Brecher Das mit war- 51 Zentimetern. Ne, ein Barsch? Ja, Ne. Ehrlich jetzt? 51er Barsch. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Glückwünsche, brutaler Fisch. Barschpunkt ist für heute vorbei. Das heißt dann, wir haben so ziemlich dasselbe zu erfüllen wie gestern. Ja. Respekt, klasse. Müssen wir uns jetzt anstrengen. Team Hardy Rice, die haben einen Barsch gefangen mit fucking 51 Zentimetern. Sehr gut. Glückwunsch. Wahnsinn. Also, Sven, Julia, Respekt. Ich lege mich fest und sage Glückwunsch zum Barschpunkt. Es ist Wahnsinn. Super gemacht. Also. Puiuiuiui. Nein, Nee, definitiv nein. wir brauchen den Barsch für die Fullcard. Und 51, ich meine, ja, ist mega, aber kann man in den Gewässern hier schaffen. Probieren müssen wir es auf jeden Fall. Ja, das wäre natürlich der Ja, absolute klar, Lucky aber Punch. wir müssen es probieren. Der ist besser. Nein, ab. Ab. Oh, das kann doch nicht wahr sein jedes Mal. Der dritte schon. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, pack ein. Ey, der war gut, ne? Der war richtig gut. Der stand richtig. Zander. Und als ob der den nur festgehalten hat. Und der hat sich nicht geschüttelt, als ob Maul auf, Köder raus. Ja. Der hat den voll genommen. Guck mal, wie der den zusammengefalten hat hier. Ja, hier, da überall. War ein guter Fisch. Der hat den komplett zusammengefalten. Da schön offen. Ach ey, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Leg mich an den Tisch, weil das ein Kampf jetzt war. Hoffentlich bleibt der jetzt dran. Einfach durchgekurbelt.
Gerade eben wertungslos. Gerade eben. So. Ja, was soll ich sagen? Kuhpaddler. Bei den Bedingungen hier muss man echt schwer fischen. Weil einfach der Köderkontakt sonst überhaupt nicht gegeben ist. Aber wie man gesehen hat, gar kein Problem. Der saß ja trotzdem gut. So. Dann haben wir hier ja 46 cm. So, jetzt wir den auch direkt wieder zurück. Und weg ist er. Ja. Der erste für die Wertung. Mal gucken, ob wir da noch den einen oder anderen zusätzlich rauskitzeln können. Und auch Team Raymarine kann die ersten Punkte aufs Scoreboard bringen. Und mit 46 cm ist der Anfang in der Kategorie Zander gemacht. Heute lassen sie ein wenig auf sich warten. Das sind wir aber nicht von euch gewohnt, Jungs. Wir müssen gleich einfach mal die Kante da entlang jicken. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Komm. Ich bin wieder ready, Junge. Ready for Perch. CT-Shed, eine ganz geile Farbe. Schwarz mit Orange in der Sonne. Leicht durchsichtig mit ein paar Flakes. Könnte auf jeden Fall richtig gut sein. Und die Julia hat ja gerade auch auf dem CT-Shed gefangen. Macht richtig Druck, der kleine Dicke. Da hoffen wir mal. Fischst du Jig auch, Timo? Ja. Zirik, hast keinen Bock, ne? Boah, ich kann auch nicht vom Kopf her, wenn ich ehrlich bin. So, dann schicken wir jetzt die ganze Kante runter, Timo, ja? Nein. Hänger? Nein. Bis 100%? Ja, beim Wegfahren. Also nicht mehr am Grund. Ja. Feste? Nein, einfach so also gefolgt, weißt du? Nicht nur Wind, sondern auch Regen. Wir fischen jetzt hier noch 10 Minuten, dann wechseln wir den Platz. Jetzt kam der 51er Barsch rein. Wir ändern jetzt ein bisschen unsere Taktik. Gucken, dass wir uns zuerst den Barsch holen, fahren auf unseren Spot, wo wir gestern waren. Weil der Wellengang, man sieht es, ist ziemlich übel. Und dann gucken wir, dass wir anschließend, wenn wir das mit den Barschklappen an die Zander rangehen. So, aktuell stehen wir irgendwo hier im Gewitter. Es hat gerade einen richtig krassen Blitz gegeben. Jetzt packen wir auch gerade mal keine Route an. Ja, donnert hat es auch noch und der Boden ist auch voller Hagel. Ja. Wir sind keine Muschis, aber wir warten jetzt mal eben ab. Weil wir können nicht lokalisieren, woher das kommt, weil es alles duster gerade über uns. Wenn es jetzt krass gewittert, dann brechen wir vorerst ab. Ja, das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag aufhören, aber vorerst holen. Ja. Oh. 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 Alter, Felli, ey. So. Ja, aber der Hagel war mir lieber als der Wind jetzt. So, auch endlich können wir jetzt mal ein bisschen fischen. Unwetter ist vorbei. Und ich habe ja in der Episode 1 und 2, habt ihr das öfter gesehen, dass ich mit dem Dropshot angel. Dazu nutze ich erstmal unsere neue Terminator Dropshot Route. Vom Boot aus etwas zu lang gewählt, 2,70 Meter, aber ich habe da mega Spaß dran, wenn sie recht lang ist. Und da arbeitet die Route natürlich noch extremer. Schön weiche Route, wenn da natürlich ein guter Fisch drauf kommt, dann biegt sie sich echt bis ins Handteil und ihr könnt natürlich durch die Länge und durch die Weichheit der Route schön mit den Ködern spielen. Und ihr habt gesehen, die meisten Fische kamen tatsächlich auf dem Koffeinjet am Dropshot, egal ob geworfen oder beim Vertikalangeln oder beim einfachen Driften. Und dazu habe ich hier dann den Ghost Chat. Das ist unser hellster Köder im ganzen Sortiment. Das hat jetzt an der Maß sehr gut geklappt. Die Finger sind auch sehr kalt. Und ja, es gibt keinen Geruch Fernsehen, ne? Aber da braucht den Kaffee von zu Hause nicht mitbringen. Also der macht auf jeden Fall seinen Namen Ehre. Ne? Ein No-Action-Chat. Und ja, der hat mir in einigen Filmen und an einigen Tagen schon ordentlich Fisch gebracht. Den ziehe ich einfach über den Offset-Haken. Natürlich jetzt hier im Turnier dann noch ein Stinger noch hinten drauf. Und dann
ja, geht es geworfen oder gedriftet wieder an den Zander und an den Barsch. Wir sind in der dritten Episode, 2 Stunden am Fischen und man merkt ja von den Fängen, nicht nur von uns, sondern von den anderen, dass die Zander oder die Räuber recht zickig geworden sind. Ne? Es sind ganz, ganz geile Barsche schon gefallen, aber die Fische sind sehr träge geworden. Warum es so ist, kann ich auch gar nicht sagen, weil Wetter ist an für sich gar nicht schlecht für Raubfische. Temperatur vom Wasser ist relativ warm geblieben und ich denke, jetzt wird sich heute rausstellen, wer den längeren Arm hat. Entweder der Angler oder der Fisch. Wieder gerade. Geschafft. Drin. Vor einer Sekunde noch geredet, dass die Fische wirklich noch zickiger sind. Fische sind da, sehr schön. Fische sind da. Ein Biss verkackt, Sehr gut. zweiten gekriegt. Ja, Bäm. Und eben auf Hot Olive gewechselt. Ja, ich mache auch Hot Olive dran. Funktioniert. Definitiv. Ja, das funktioniert. genau, machen wir fertig. 25 Gramm Hot Olive. Pech reißt einfach nicht ab und den habe ich auch schon gesucht gehabt. Da liegt er, dieses Geld. Ja, der hing im Schuh. Danke dir. So, ungefähr gleiche Standardmaß wie Episode 1 und 2. Aber Fisch ist Fisch. Und ich freue mich sowieso. Und jetzt mal nicht mit Handschuh in das Wasser. Dann gehen es kalte Finger. Also ist echt auch abgekühlt. Da ist er. Oh, den Hot Olive schon auch rausgeschmissen. Ne? Kleiner Kämpfer. Schöne Farbe. Ich denke 90 cm wird er nicht ganz haben. 54, oder? Liegt an. Ja, ein bisschen kann er noch rüber. 54. Und da haben wir es auch schon. 54 cm bringt der Zander bei Fox auf das Maßband. Heißt, aktuell ist das der Big Fish Punkt für Team Fox Rage und die ersten Points in der Kategorie Zander. So, bring uns noch 2 von dir, ja? Oh, happy, Erleichterung entschneidert. Jetzt noch ein 52er Barsch und wir sind wieder im Rennen. Ja, wir haben jetzt den Spot gewechselt, weil der Wind es nicht mehr zugelassen hat, den anderen Spot zu fischen auf Zander. Wir sind jetzt an unserem Barschspot. Zweiter Wurf, Fisch hing, im Drill ausgestiegen. Und jetzt kann es sein, dass erstmal nichts mehr kommt. Wir probieren jetzt alles aus. Eine Craw. Wenn jetzt in 10 Minuten nichts kommt, fahren wir woanders hin, versuchen Zander zu fangen und dann kommen wir wieder zurück und lassen den Spot einfach mal ruhen. Gucken, ob es funktioniert. Ja, wir haben so richtig Pech. Also ich hatte gerade 3 Bisse. Wirklich auf 3 Würfe, 3 Bisse, aber nur so und dann einmal so ping, ganz schnell und dann wieder so. Aber der blieb einfach nicht hängen, der Arsch. 3-mal hingeworfen, 3-mal und dann war auch durch. Dann war mir auch klar, die Nummer ist durch. Den schnappt er sich nicht. Der hat gecheckt, was los ist. Ja, nachdem der Barschspot geliefert hat, haben wir jetzt den Spotwechsel vorgenommen. Es bleibt noch genug Zeit, um auf die Zander zu angeln. Vielleicht klappt das heute, ja. Ja, dass wir die Full Cut endlich mal bekommen. Ja, Wetter wird nicht besser. Keep on hammering. Ja, wir hauen hier ab. Das hat keinen Sinn hier. Es
Format nennt sich ja River Fighters. Zeit ist es wirklich hier. Es ist... Ja, das Wasser rennt vor drüber. Ja, wir werden wieder ins Spot, also wir werden woanders hinfahren, dass es hier nicht fischbar. Ja, nö, das macht keinen Sinn. Ja. Philipp, konzentriere dich jetzt. Das ist ganz wichtig für uns. Ganz wichtig ist der. Ganz wichtig, komm. 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 Komm, Philipp, komm rüber. Und drin ist er. Yes! Der ist richtig gut. Der ist gut. Der ist richtig gut. Da kommt die Murmel. Ui. Philipp. Ja, André? Ich bin gespannt. Der ist lang. Aber ich glaube nicht, dass er rein. Nee. Shit. Gucken wir, ob wir noch. Naja, das nützt eh nichts, ist egal. 47. Aber da ist ein größerer noch dabei. Ja. Und wir fahren jetzt weg. Und dann kommen wir wieder und schauen, ob wir einen großen kriegen. Okay. Ein ordentlicher Barsch für Team Westin kommt in die Wertung mit 47 cm. Echt dicker und schöner Barsch. Doch am heutigen Tag reicht es einfach nicht für Team Westin, damit sich den Barschpunkt zu sichern. Das ist eine Erlösung. Also, es kamen 2 Fangmeldungen rein, meine Freunde. Ach, schön. 2 gleich. Ja, einmal Team Fox. Ja. Mit dem Zander. Ja. 54. Oh, ist gut. Und Team Westin. Ja. Mit einem Barsch. Ja. Von 47. Boah, Junge, die haben auch, gestern schon so einen 48. Ja. Guter Barsch. Genau wie gleich. Und dann holen sie sich jetzt gleich die Zander. Guter Barsch und der erste Zander. 3 Barsche, ein Zander bis jetzt. Ja. Echt wenig los. Ja. Tun sich alle Teams richtig schwer bis jetzt. Deswegen sind wir schon, ich auf Texas, Timo auf Carolina. Ja. Ich die Valley Hunter, Harty Weiß, natürlich ein Pornostock. Timo die Shirazu vom Balzer, auch eine geile Route. Und jetzt zuppeln wir hier seit 2 Stunden versuchen wir jetzt einen rauszuzuppeln. Da die gerade so spitz gebissen haben beim Faulenzen oder auf Jiggen, ist das jetzt unsere Hoffnung, eine langsame Köderführung, dass wir sie damit kriegen. In der nächsten halben Stunde haben wir einen. Jungs, im Moment rabbelt's gerade ganz schön. Okay. Hau raus. Zander 46. Team Raymarine. Team Raymarine. Okay. Also können sie angeln, nicht zu viel Wind. Gut. Wer noch? Ein Barsch. 52. 47. Team Westin. Klasse. Die Wiese, wo ihr Fische stehen. Glückwunsch. Und auch der erste Fisch für Team Fox Rage. Okay. Zander? Zander 54 cm. Super. Glückwunsch. Wir probieren es jetzt hier noch ein bisschen und dann wird es für uns auch einen Platzwechsel geben. Wir haben jetzt hier noch so 300 Meter Ufer und dann lassen wir die Barsche in Ruhe und gucken, was wir Zander anfangen.
Hier. Weiter Zander. Jetzt sind wir da, wo wir hingehören. Ich dachte Barsch. Ja. Scheiße, ja, weil der so. Aber die Länge vom Barsch wäre jetzt auch cool gewesen. Ich hol nachher meinen Köder rein. Ja, fisch mal weiter, oder? Ja, oder mal eben ein paar Würfe oder so. Dranbleiben. So, ist eine Nummer kleiner, wird uns aber auch Punkte bringen. Ne? Stinger nicht nötig. Und die Slicksheds zeige ich euch später gleich nochmal eben und warum ich auch mit so kurzen Haken bei denen arbeite. So, messen wir direkt. Wir haben hier satte, aber ganz satte. Oh no. Oh ja, ich hätte weniger gedacht. Den haben wir 52 cm. Jo, sehr schön. Team Fox Wedge konnte den zweiten Fisch in die Wertung bringen. Mit 52 cm kein Riese, aber wichtige Punkte, um sich schnell die Zander voll zu machen. Oh, ja, schon wieder. Was ist denn? Wer? Zweiter Fisch für Fox Rage. Zander. 52 cm. 10 cm größer. Glückwunsch. Barsch. Hat sich angefühlt wie ein Barsch. Aber das merkt man hier bei dem Wind nicht mehr. Ja, die Kleinen, die schütteln sich ja auch öfter. Boah, ist das ansteckend heute, das Angeln. Mühsam. Aber der zweite. Ja. Aber auch wieder. Das Schiff kam vorbei, aufgewirbelt. Dann hat der Fisch. Aua. Hier der Kupferdrauf. Gucken wir mal. Ich denke mal, der hat so um die 48 oder so. Ne, 50. So. 50, zweiter Wertungsfisch. Boah, Sauwetter, ne? Das ist so anstrengend heute. Macht keinen Spaß heute, muss man sagen. Aber Team Raymarine lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. 49 cm bringt der Zander aufs Maßband und somit haben sie eine aktuelle Gesamtlänge von 96 cm in der Kategorie Zander. Schauen wir mal, wer zuerst die Punkte in dieser Kategorie voll macht. Yes! Zander sind voll! Zander sind voll! Geil, das geht jetzt Jetzt aber müssen wir schnell. nur noch den blöden Barsch fangen, 52. Dann machen wir Abbruch. Abbruch von River Fighters. Hot Olive. Petri! Oh, geil. Ja, auch wieder gleich die Größe. Scheißegal. Fisch ich weiter? Ich denke auf die Scale, aber der hat auf jeden Fall Maß für die Wertung. Ja, Mann. Auch wieder. Hot Olive. Wieder. Wieder Hot Olive. Da kommt gerade nicht aus dem Kescher hier, weil das sieht wieder Hot Olive. Slickshad. Berührt die 1. 51, jawohl. 51 auch. Oh. Mit diesem schönen Zander kann Team Fox aktuell sich die Führung sichern in der Kategorie Zander. Sie haben aktuell eine Zandergesamtlänge von 157 cm. Gute Punkte, doch es kann sich ganz schnell das Blatt wenden und schon könnte die Führung weg sein. Ob sie die Zander ausbauen oder jetzt auf Barsch angeln, das werden wir sehen.
Wasser ist echt warm, ne? Wasser ist wärmer wie die Luft. So, Steffi. Was meinst du, Barsch? Und dann noch einen größeren Zander. Den können wir nachher noch holen. Ja, voll. Boah, ging jetzt wieder schnell. So. Wieder der Kuhkaffler. Nichts geändert. So, der hat 49. Knapp aber maßig. Der dritte Zander mit 49 cm macht Team Raymarine die Zanderpunkte voll. Ganz wichtig, denn jetzt haben sie noch genügend Zeit, sich um den Barsch zu kümmern. So, Fangmeldung. Basti, für dich. Nee, ich hab doch gar keinen Fisch. Team Foxwage fängt einen Zander, haben damit ihre 3 Zander voll. 51 cm. Ach, krass. Ja, bei den Bedingungen ist das schon... Ja, wir geben jetzt weiter Gas und gucken, dass wir jetzt unsere Karte voll machen, dass wir den dritten Zander kriegen. Und, ja. So, Barsch. Jo. Oh. Ja. Hier ein Zander. Ja. Ja, und der ist gut. Yeah. Wuhu. Geil, geil, geil. Der ist gut. So, wir messen den mal ganz kurz. Das ist eine Millimeter-Sache, aber er ist genau an der 7, also 67. Ganz, ganz wichtiger Fisch. Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Super Zander, den André von Team Westin fangen konnte. Mit 67 cm ist das nicht nur ein super Zander, sondern auch gleichzeitig der Big Fish Point. Nur Team River Fighters und Team Lure Junks Bootsport Gref hat immer noch keinen Fisch in die Wertung gebracht. Was ist da los bei euch? Ganz, ganz wichtig für uns. Leute, wie sagt man so schön, wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter. Guckt euch mal an, was da hinten wieder kommt. Die Kamera muss jetzt schnell weg, damit sie nicht kaputt geht und zu nass wird. Total entspannt alles hier. Mega entspannt. Summer Feeling. So Leute, aufgrund vom Wetter mussten wir jetzt die Taktik verändern. Es ist zu viel Sturm auf den Zanderplätzen momentan. Deswegen sind wir jetzt hier an einem Barschspot, gucken, dass wir in einem geschützten Bereich was bekommen. Ne? Neuer Spot, jetzt kommt noch Graupel dazu zum Regen. Boot ist total nass, aber wir sind am Barschplatz. Break News, also die Zander haben wir noch nicht gefangen. Jetzt hat gerade ein Barsch gebissen. Auch beim Angeln passieren Sachen oder auch mal, dass ein Fisch es nicht einfach schafft und der hat jetzt den Gummifisch so tief inhaliert, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es kommt nur noch der Jetkopf raus. Das ist ein Gummifisch von 12 cm, der ist komplett weg. Der hat jetzt was am Kopf gekriegt und dann ist halt so. Gibt's Abendessen heute? Das ist dann unser Abendessen. Was soll ich sagen? Das ist doch so typisch. Steht immer ein Barsch. Immer. Einer. Das spiegelt doch so den ganzen Tagesverlauf wieder. Ehrlich. Unfassbar. Ein Wurf, ein Barsch.
Kann doch nicht bauen. Arsch, ne? Weiß ich nicht. Gerade noch beim Lenkrad. Hoffe. Ja. Ja. Oh, was ein Opfer. Ja, da ist der Barsch. Ja. Der will auf jeden Fall keine 51 haben, aber das ist der. Boah. Weil gerade auf Kamera, wo wir gemeckert haben? Nein. Full Cut! Full Cut! Ah, herrlich, ey. Oh, geil, ey. Auf den Spot ist einfach verlassen. Zander voll gemacht. Komm, wir fahren jetzt den Barsch. Aber ich muss auch nochmal den Tobi sagen, danke für die Köderauswahl. Also ich widme diesen Barsch dem Tobias Köfler. So, holen wir den mal raus, die Murmel. Gefangen von Quantum Baschett. Alles Teil. So, und 46. Wahnsinn, kurz gemeckert und schon wendet sich das Blatt. Und Kevin zaubert den Barsch an den Haken. Klasse Fisch und mit 46 cm auch wichtige Punkte in der Gesamtwertung aller maßigen Wertungsfische. Denn haben wir am letzten Tag Gleichstand in den Punkten, werden alle Wertungsfische zusammengerechnet und das Team mit den meisten Zentimetern gewinnt den Punkt. Tja, 46 hat er, das ist unser Full-Card-Fisch. Echt ein schöner Fisch, muss man sagen. Full-Card, ein Punkt. Sauber. Jetzt haben wir schon 4 Punkte und die kann uns keiner mehr nehmen. Genau, sicher. Und jetzt machen wir die Zander aus. Ja. So, 46 Bar schreibe ich mal auf. Alles klar, und ich denke mal, du hast auch noch eine Fangmeldung, habe ich gerade gehört. Kannst direkt auflassen. Ja. Westin. Jo. Meldet ersten Zander. Alles klar. 67 cm. Oh! Boah. 67? 67 ist gut. Oh, 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 oh. 67 ist gut. Schon stark. Könnte vielleicht ist ja noch lange hin, der Big Fish, ne? Der Big Fish Point sein. Alles klar. Was haben die denn sonst noch? Nur den Barsch. Barsch und ein Zander? Ja. Ja, Petri Westin. Ja, die werden jetzt auch auf Full-Card gehen. 2 Zander. 67 ist gut. Gut, und wir gehen jetzt auf Zander? Jetzt mal ganz entspannt. Gucken wir mal. Wo wir unsere Größen ausbauen können, ne? Wir haben ja Zeit, ne? Ja. Na, am River Fighters wieder alle Ehre hier. Mann, Mann, Mann. Wenn das ein normaler Angeltag wäre, da wäre schon wieder keiner mehr auf dem Fluss unterwegs. Wir haben auch noch niemanden gesehen. Niemanden.
weg. Oh nein, Mann, echt? Warum? Och Mann, aber... Ach, ja. Ja gut, dann behalt der Hecht. Ach. Das kann nicht angehen. Weg ist er. So Leute, wir stehen jetzt aktuell in einem geschützten Hafen ganz kurz. Plan machen jetzt, Krise, ne? Viel Wind. Angeln ist nicht mehr so einfach jetzt. Klitschnass sind wir geworden, nur bei 3 Kilometer Flussfahrt. Also wir müssen jetzt ernsthaft überlegen, wie wir die Sache angehen. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt hier hergestellt und machen mal einen konkreten Plan. Wie der aussieht, wissen wir noch nicht. Wir müssen mal schauen jetzt. Teilen wir euch mit. Melden uns wieder, ne? Bis nachher. Ciao. Hardcore! Wir gehen jetzt zurück an die Stelle, wo wir morgen begonnen haben. Da war der Wind nicht so ganz auf dem Fluss. Hier ist richtig schlimm. Also hier haben wir richtig hohe Wellen einfach. Viel zu krassen Wind, Köderkontrolle, selbst mit Kickback oder sowas, absolut keine Köderkontrolle. Selbst wenn man da 20 Gramm, 25 Gramm unten dran hängt, es macht keinen Spaß zu fischen, weil der Wind drückt so hart auf den Blenk. Ja, ihr kennt es mit Sicherheit selbst vom Angeln, wenn so richtig Wind ist. Macht keine Freude, deswegen gehen wir jetzt wieder weiter runter in den Fluss, wo wir ein bisschen windgeschützter waren. Wir brauchen letztendlich den Barsch, damit wir überhaupt eine Fullcard zusammenkriegen können. Und da haben wir weiter unten im Fluss beste Gefühl, deswegen fahren wir jetzt da wieder hin, hämmern auf den Barsch und wenn wir den haben, dann gehen wir volle Kanne auf Zander. Komm, erzähl. Team Raymarine. Hier ein dritter Zander. 49 cm. Glückwunsch, Zander voll. Super. Sehr gut. Und wer fehlt? Oh. Johnny. Team Westin. Okay, Zander. Zweiter Fisch, 67er Zander. Oh. Stark. Gut vorgelegt. Stark. Der wird viel bringen heute. Ja, sehr stark. Klasse. Oh. Ja, nach dem Hecht, den wir ja nicht brauchen, haben wir jetzt wieder unsere Probleme mit der Batterie. Der Motor ist schon wieder leer. Das wird wohl bedeuten, dass eine Batterie im Arsch ist. Ja, unser Chef kümmert sich mal darum, dass wir eventuell eine neue bekommen, sonst haben wir morgen auch die gleichen Probleme wieder und der Wind wird ja auch nicht weniger. Das heißt jetzt? Anker, Anker Lady! Jawohl! Anker Lady! Machen wir! Weiter geht's mit Oldschool Fishing quasi. Richtig. Wie tief? Jawohl! Ja. Wir haben die Zander voll gemacht und werden jetzt noch mal versuchen, einen größeren Zander zu bekommen. Im Anschluss, wenn die Sonne wieder richtig scheint, werden wir auf Barsch werfen und gucken, dass wir jetzt den Barsch noch bekommen, der uns fehlt. Und ja, wenn das klappt, dann haben wir auf jeden Fall die Fullcard. Das wäre natürlich Bombe. Wir gucken, was passiert und angeln erstmal weiter jetzt. Fisch ist im Kescher, zweiter Zander, Köder ist raus. Philipp, Black Chartreuse, Ringcraw, relativ neu. Wir haben die ganze Zeit auf den Curtis gefangen und ich habe jetzt André einfach mal die Packung hingeworfen, habe gefragt, was er davon hält. That's it. die stehen aber flacher. Ja.
57. Jetzt kommt Team Westin in Fahrt. Der gute Zander kommt in die Wertung und wenn sie schnell noch einen fangen, würde sie sich auch noch die Führung in der Kategorie Zander schnappen. Ein maßiger Fisch würde reichen und schon drehen sich ganz schnell die Punkte. Die nächsten Punkte. Was filmst du denn jetzt? Ja, der will uns wieder sagen, dass die irgendwie einen 99er Zander gefangen haben. Kein 99er Zander, das will ich nicht. Ich will einen. Team Westin, Ja. Zander, dritter Fisch, 57 cm. Schön, schöne Grüße. Aber wo sind die anderen Teams? Johnny? Hä? Johnny, was ist los? Ja. Hat noch Aufstehen, nichts Junge. gehört. Schlafen noch. Schön Wecker vergessen. Zu stellen. Westin hat sich gemeldet. Oh, und noch ein Zander. Über 57. Respekt, die Jungs sind auf demselben Wasser, so vermuten wir. Zumindest haben wir es heute Morgen noch gesehen. Aber wir strugglen hier so ein bisschen. Also das ist, wir suchen hier Bereiche auf, da haben wir vorher noch nie gefischt. Ganz einfach, weil es anders für uns gar nicht möglich ist. Also wir müssen gucken, für Episode 4 brauchen wir auf jeden Fall einen anderen Plan. Aber wir sind dran. So, letzte halbe Stunde in der Episode 3. Wir machen aber jetzt nochmal trotzdem einen Spotwechsel. Wir wollen, bevor der Regen kommt, auch am anderen Spot ankommen. Und da müssen wir den Barschpai fangen. Ob es jetzt in der Episode noch was wird knapp, ansonsten in der nächsten. Heute ist kein guter Tag für uns. Und so richtig verständlich ist es nicht. Junge, wir haben 4 Stunden und 10 Minuten geblankt. Ah, bist du ja, das war's. So, 12 Uhr. Das war's mit Episode 3. Nur die Zander, ja, die verlassen uns. Die lassen uns im Stich. Genauso wieder. So wie die Batterie. Genauso wie die Batterie vom Motor. Ja. Aber zum Schluss mal noch ein Hecht. Ja, den brauchen wir nicht. Nee. Zumindest jetzt nicht in der Winter Edition. Den 45er Barsch, den du gerade hattest, auch nicht. Nee, den auch nicht. 5 Stunden haben wir noch dann und dann hoffen wir mal, die Zander zu finden für die Vulkan. Ohne E-Motor. Ja. Episode 3 ist nun vorbei. Wir haben den Barsch nicht mehr bekommen, leider. Ja, wir haben aber die 3 Zander voll gemacht. Ein großer Zander blieb leider aus, aber ja, in der nächsten Episode haben wir nochmal die Chance, uns zu verbessern. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, haut rein. Bis dann. Ja, das war die Episode 3. Unser Barsch haben wir wieder gekriegt, so wie wir es wollten. 2 Zander haben wir auch, einer davon ist ganz gut. Uns fehlt noch ein Zander. Ja, den werden wir jetzt noch irgendwie versuchen zu kriegen. Aber es wird immer schwerer. Also wir haben Wind mittlerweile, der E-Motor
läuft auf Hochtouren. Ich hoffe, die Batterien halten aus. Ja, wird noch eine harte Nummer heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, macht's gut. Ende der Episode 3. Wir müssen einen Gewässerwechsel vorziehen jetzt. Es ist zu viel Wind auf dem Wasser. Jetzt haben wir auch noch feststellen müssen, dass wir einen Platte haben. Schon wieder. Ne? Mal wieder. Ja, mal wieder. Ne? Und ja. Bleibt uns nichts zu sagen, es war ein harter Tag. Ihr hört, es ist sehr, sehr windig. Viel Glück für denen, die weiterhin auf dem Gewässer bleiben. Wahnsinnig gut abgeräumt. 51er Barsch, Team Westin auch super abgeräumt, weil wir wissen, sowohl Westin als auch Hardy Rice sind hier auf dem Gewässer unterwegs. Also Respekt. Wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, die Fische nicht gefunden, die Plätze nicht gefunden. Wir wechseln jetzt das Gewässer, nachdem wir den Reifen gewechselt haben. Genau. Und sehen uns wieder in Episode 4. Ja. Episode 3 ist zu Ende. Wir haben uns jetzt gerade mal eben hier an der Schleuseneinfahrt hingestellt. Ist ein bisschen zu... Ja, im Fluss haben wir keinen vernünftigen Ton gekriegt. Ja, ist zu windig einfach. Genau. Und ja, ist ein Kopf an Kopf drin. Westin ist uns auf jeden Fall auf den Fersen. Barsch, guter Zander, aktuell der größte, wäre der Big Fish Point. Einer fehlt, glaube ich, noch, ne? Ein Zander fehlt noch. Ja, genau. Und dann, ja, sieht es für uns schon nicht mehr so dolle aus in der Gesamtwertung. Ja. Ja, es bleibt spannend. Ja. Und wir haben noch ein Gewinnspiel. Wir haben ein Gewinnspiel auf unserer Instagram-Seite, Raymarine Fishing Germany. Abonnieren, teilen, Freunde verlinken und so weiter. Wir haben da ein bisschen was zusammengepackt von allen Leuten, die uns unterstützen während der River Fighters. Und ja, nehmt dran teil, wir freuen uns. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Unglaublich aber wahr, Leute. Ihr seht 0 Fische, 0. Wir haben es nicht geschafft, den Barsch zu kriegen und haben jetzt gesagt, wir gehen noch nicht weg hier. Wir feuern jetzt hier bis zum Ende durch, bis wir den Barsch kriegen und dann, wenn wir noch Zeit haben, wechseln wir das Gewässer. Also eigentlich müssen wir einen 51er fangen, damit wir einen Punkt kriegen oder einen 52er. Ja, aber das war's mit der Episode 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut in der Textbeschreibung unten. Dort seht ihr alle Links, was wir gefischt haben, womit wir gefangen haben heute. Und ich sage bis nächste Woche, Leute. Ob Team Lurjunks Bootsportgerät ihre Reifen gewechselt bekommen und die anderen Teams das Wetterchaos überstehen und alle Teams heil in den Hafen kommen und sich überhaupt noch was auf dem Scoreboard ändert, seht ihr alles in Episode 4 der River Fighters 2021 in der Winteredition. Guter Fisch. Philipp! Wir glauben, dass Angeln das einzige Hobby ist, das dich wahrhaft erfüllt und deinen Tag noch besser macht. Einfachheit und Leichtigkeit ist uns enorm wichtig und deshalb ist unser Camp mit dem Bootssteg direkt am Wasser gelegen. Buche jetzt nicht einfach deinen Angelurlaub der besonderen Art und dann auch noch in Spanien. Nein, buche jetzt deine beste Erinnerung. Ebro Fishing.